Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich glaube, ich bin süchtig. Süchtig danach, ständig neue Keyboards bauen zu wollen, obwohl jede Tastatur, die ich bisher hatte, eigentlich genau das gemacht hat, was ich brauche. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, finde ich keine Sponsoren, die mir dabei helfen möchten. Denn jede Firma, die ich von mir aus anschreibe, antwortet nicht oder lehnt eine Kooperation mit mir ab. Ich meine, versteh mich nicht falsch. Natürlich ist niemand dazu gezwungen, mit mir zu kooperieren, nur weil ich irgendwie 1200 Abonnenten auf YouTube habe. Aber wisst ihr, die Firmen, die ich anschreibe, sind ehrlich gesagt auch gar nicht so bekannt und können etwas Promo gut gebrauchen. Und ich möchte ja nicht mal viel. Ein paar Switches oder Keycaps würden mir ja schon reichen. Und dafür biete ich denen sogar ein ganzes Video an, welches immer online sein wird. Ganz ehrlich, eine günstigere Werbung können die Firmen kaum noch bekommen. Naja, was soll man machen? Da muss ich ihm andere Wege finden, meine Sucht zu finanzieren. Also habe ich meine Glorious GMMK verkauft, um mir wieder etwas Neues bauen zu können. Und diesmal soll es etwas ganz Besonderes sein. Nicht irgendein ganz simples 60% oder TKL-Keyboard, sondern eines, das nicht jeder hat. Und keine schwarz-weißen Keycaps, sondern was komplett anderes. Gleichzeitig durfte es aber auch nicht so viel kosten, da ich immer versuche ungefähr so viel auszugeben, wie ich durch einen vorherigen Verkauf bekommen habe. Insgesamt habe ich für dieses Keyboard, welches ich heute bauen werde, 150 € ausgegeben. Für ein vollständiges Custom-Keyboard ist das schon noch ziemlich günstig. Was ihr hier seht, ist die Nextime 75. Ja, ich weiß, das ist ein guter Name. Das ist ein Barebone-Brett, also das Keyboard-Case, PCB und die Stabilizer, auf dem ihr nur noch Switches und Keycaps packen müsst und dann habt ihr euer Keyboard. Es hat ein 75% Exploded Layout, neben den Standard-Keys bekommt ihr noch die F-Tasten, Arrow-Keys und sowas wie Delete. Ist ein wirklich sehr angenehmes Layout, muss ich sagen, weil die Tastatur bei weitem nicht groß ist, aber auch nicht zu klein und wir haben trotzdem alle Tasten, die wir brauchen. Das ist also ein ziemlich guter Mittelweg für Gaming und Arbeiten. Könnte vielleicht sogar mein neues Lieblingslayout werden. Die Nextime 75 ist außerdem gewisserweise ein günstiger Glorious GMMK Pro Klon. Ich blende das mal eben hier ein und dann seht ihr schon, die sehen sich echt verdammt ähnlich. Das Layout, das Lautstärkegerätchen, eigentlich alles bis auf die Beleuchtung an der Seite bei der GMMK Pro und die Materialien. Denn während die GMMK Pro aus Metall besteht, ist die Nextime 75 vollständig aus Kunststoff. Ist aber auch normal, für 70 € kann man kein Keyboard aus Metall erwarten. Die GMMK Pro gibt es ab ca. 180 €, mein ganzer Keyboard-Bild war nicht mal so teuer. Die Nextime 75 bekommt ihr auf AliExpress für wie gesagt um die 70 € in vielen verschiedenen Farben. Ocean Blue, White, Black, Pink. Bis hin zu transparenten Farben wie Smoky Black, Milky White, Milky Way, ach nee, das war was anderes, oder komplett transparent. Es ist also für jeden was dabei und mit Sicherheit würde man mit farbigen Varianten auch richtig gute Keyboards hinbekommen. Allerdings habe ich mich erstmal für die schwarze Variante entschieden, da man dort quasi alle Keycaps drauf machen kann, die man will, und es sieht trotzdem noch gut aus. Soweit ich weiß, hat die Nextime 75 sogar Side Glow, was man allerdings nur bei transparenten Farben sieht. Also solltet ihr vorhaben, ein RGB-lastiges Keyboard zu bauen, nehmt am besten Milky White, Smoky Black oder transparent. Im Lieferumfang gibt es nicht viel. So einen kleinen goldenen Knopf, den kann man denke ich auf das Lautstärkegerätchen kleben, wenn man will, ein Standard USB-C-Kabel und ein Keycap-Puller. Das Board an sich ist aus Kunststoff, aber ordentlich robust und stabil verarbeitet. Das Rädchen ist, soweit ich das sehe, aus Metall und von denen aus Plastik. Falls man die Farben nicht mag, kann man sich ein anderes holen von Drittanbieter. Die Kanten des Boards sind tatsächlich etwas scharfkantig und auf der Rückseite finden wir einen Nextime-Schriftzug mit einem goldenen Punkt. Aufklappfüße gibt es, wie man sieht, nicht. Sie ist da Werkstatt etwas angewinkelt. Der Winkel ist aus meiner Sicht perfekt zum Tippen. Das Schöne ist, dass sich das Keyboard sehr leicht öffnen lässt. Dafür muss man einfach nur den Knopf oben abziehen. Dann kann man die Plastikschale mit ein bisschen Kraft abziehen. Dann muss man nur noch das Kabel vorsichtig lösen und dann ist das Keyboard offen. In dem Keyboard Case ist, wie man sieht, schon Schaumstoff drin. Der reicht völlig aus. Direkt die nächste positive Sache stellt man fest, wenn man sich das PCB anschaut. Denn es ist Gasket mounted. Das bedeutet, dass nochmal so eine Schicht Schaumstoff zwischen dem PCB und der Plate ist, die einfach den Klang vom Keyboard positiv beeinflusst, weil laute Töne gut absorbiert und gedämpft werden. Und dieses Gasket mounted findet man vor allem bei günstigen Keyboards echt selten. Daher ist das wirklich ein dicker Pluspunkt. Machen wir das Keyboard aber erstmal wieder zusammen, denn zum Modden kommen wir später. Kompatibel ist die Nextime 75 mit 3-Pin als auch mit 5-Pin-Switches. Hier hat man also die totale Freiheit, was man möchte. Außerdem hat es die sogenannten North-Facing LEDs, also LEDs, naja, oben halt. Und die Beleuchtung ist da wirklich schön und hell, ihr könnt sie per Tastenbelegung verändern. Oder auch irgendwie mit einer Software, weil ich immer noch nicht ganz verstehe, wo ich die herbekommen soll. Weil auf AliExpress steht nur, kontaktieren Sie uns, falls Sie die Software brauchen. Ja, nice, perfekt, danke für die Hilfe. Und die Helligkeit könnt ihr mit dem Rädchen verändern. Wenn ihr es ein paar Sekunden gedrückt haltet,
Wechselt ihr zwischen dem Modus, mit dem ihr durch Drehen die Lautstärke verändert, oder die Helligkeit. Aber egal wie schön die RGB-Beleuchtung bei dem Keyboard ist, vermutlich wird man davon eh nicht allzu viel sehen, da die ganzen Custom-Keyboards ja auch meist hochwertige Keycaps haben, welche nun mal etwas dicker sind, bei denen keine Beleuchtung durchscheint. Und man muss eher ein bisschen schauen, welche Keycaps passen, weil dieses 75% Exploded zumindest 4 Tasten hat, die nicht alle Keycap-Sets beinhalten. Und das ist die kleinere Alt, FN und Control Keycap und das rechte Shift ist kleiner. Natürlich gibt es von mir aber noch passende Empfehlungen, keine Sorge. Widmen wir uns langsam bei dem Modding, denn einfach Switches rein, Keycaps drauf, wäre ja langweilig. Also öffnen wir das Keyboard wieder und ich bin immer noch happy, wie einfach das bei dem Keyboard geht. Ich meine, bei meiner ersten Tastatur, die ich gemoddet habe, musste ich alle Keycaps entfernen, um erstmal an die Schrauben zu kommen. Und hier muss ich einfach nur einen Knopf abziehen und eine Plastikschale. Das ist schon cool. Das Case müssen wir wie gesagt nicht mehr dämmen, denn es ist schon Schaumstoff drin. Was wir aber wieder machen, ist der Tape Mod. Bedeutet, dass wir das PCB von hinten mit 2 Schichten Malerkreppe kleben und ich sag's immer wieder, für Neulinge mag das affig wirken, aber es verbessert echt den Sound. Mehr müssen wir mit dem Case auch gar nicht machen. Also schließen wir das Keyboard wieder. Vergesst nicht das Kabel wieder anzuschließen. Die Stabilizer werden selbstverständlich auch gemoddet, auch wenn die tatsächlich schon Stock sehr gut sind. Klippen muss man sie nicht, sie sind schon gerade. Trotzdem kann man sie noch ein wenig luben, dann werden sie nochmal etwas besser. Also holen wir die Stabilizer raus, indem wir diese kleine Lasche nach vorne drücken. Nun drehen wir die Enden nach links bzw. rechts, damit sie sich von der Stange lösen, beschmieren die größeren Stücke von innen mit Loop, packen die kleinen Plastikstücke wieder rein, achten darauf, dass die Seite mit 2 Löchern vorne ist, dann beschmieren wir noch die Enden von der Stange ein wenig mit Loop und machen die Plastikteile wieder dran. Ach, keine Ahnung, ich bin schrecklich im Erklären, macht einfach das, was ich hier mache, nach. Nun können wir sie wieder an das PCB machen. Jetzt brauchen wir Switches. Und da hänge ich immer noch bei den Echo Switches. Auch wenn ich ein wenig gekränkt bin, weil ich auch Echo angeschrieben hatte, ob sie mich bei diesem Projekt unterstützen wollen, mit ein paar Keycaps oder Switches oder was auch immer sie da haben. Und natürlich kam auch da wieder keine Antwort. Mann, das ist echt deprimierend. Vor allem ihr wisst gar nicht, wie schwierig es ist, quasi Video für Video etwas Neues zeigen zu können. Ein bisschen sponsorische Hilfe wäre schon hilfreich. Aber was auch immer. Die Echo Switches sind trotzdem extrem gut. Und vor allem auch recht günstig. Daher habe ich mir Echo Switches dazu bestellt. Genauer gesagt, die Echo Vintage White. Das sind lineare Switches und extrem leicht auszulösen. Die Betätigungskraft beträgt gerade einmal 35 Gramm, die Pre-Travel ist 1,9 mm und die Total Travel beträgt 4 mm. Die Switches kommen immer in 45er Packs, für jeweils 2 Pakete habe ich 23 € bezahlt. Ebenfalls auf AliExpress. Theoretisch sind sie auch ungeloopt gar nicht schlecht, aber bei Custom Keyboards gehört es irgendwie einfach dazu, das Bestmögliche rauszuholen, wozu eben auch gehört, die Switches zu loomen. Deswegen drücken wir den Switch auf einen Opener, damit er sich öffnet. Beschmieren sowohl Bottom Housing, die Spring und auch den Stem mit einer leichten Schicht Loop, am besten Qualdox 205 G0 und bauen den Switch wieder zusammen. Das Ganze wiederholen wir nun mit jedem einzelnen Switch. Hierfür könnt ihr nun vermutlich 4 bis 5 Stunden einplanen. Ja, ich weiß, tut mir leid. Es lohnt sich aber wirklich. Der Switch wird smoother und der Sound deutlich besser. Pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home, but tell the truth, you spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out till the morning? Wenn wir dann alle Switches fertig geloopt haben, stecken wir sie ins PCB. Zu guter Letzt fehlen uns noch Keycaps. Da könnt ihr letztendlich nehmen, was euch am besten gefällt. Achtet nur wie gesagt darauf, dass die Alt, FN, Control
und Shift-Taste passen. Eine gute Wahl sind eigentlich immer irgendwelche GMK Clone Keycaps. Falls ihr die GMK Keycaps nicht kennt, das sind extrem hochwertige Keycaps, aber auch sehr teuer. Daher gibt es auch einige günstigere Kopien davon, die ebenfalls sehr gut sind, vor allem wenn man nicht allzu viel ausgeben möchte. Man bekommt sie für ca. 50 bis 50 Euro auf AliExpress, Banggood oder teilweise auch schon auf Amazon. Ich zeige hier mal, welche Keycaps ich sehr nice finde. Die sogenannten Red Samurai Keycaps zum Beispiel sind auch sehr nice und wirken fast schon edel aufgrund ihrer Farben. Aber auch viele andere Keycaps, die man bei AliExpress bekommt, sind sehr schön. Letztendlich habe ich mir die Monster Keycaps gekauft, welche mir auch sehr gut gefallen. Ich wollte vor allem auch mal weg von roten Keycaps oder schwarz und weiß. Deswegen fand ich blaue Keycaps mal ganz angenehm. Sie sind hochwertig, stabil und die Buchstaben sind sehr sauber gedruckt. Und auch ganz wichtig, bei den GMK Clones kriegen wir insgesamt 171 Tasten, also wirklich alles, was wir brauchen. So, dann machen wir die Keycaps auf das Board. Damn right, yeah, I love my town. LA, baby, put it down. Everybody wanna come around. If you don't love Cali, then you don't love at all. And you never seen love, cause this where those birds fall. Like falling out on top. Come with Jesse, baby, cause I call those shots. And I'm dropping those tops, and I'm rocking those spots. And I'm riding around the city with a beat that night. I beat that up, eat that up. Layer on the ground, I sweep that up. I pick that up, I slow it down. Puff up in my cup. But I'm rolling around these parts with a big old thing. No big old chain, just a big old ring. And a tight fit cap that's blue and white. Oh yeah, him a big old gang. Anybody wanna sign a deal? Then you sign a deal with my fan for real. Zu guter Letzt kann man sich noch ein Coil Cable besorgen, um seinen Keyboard zu customizen. Ich warte eigentlich immer noch auf ein Custom Cable von CableMod, da das aber noch einige Wochen dauern wird und ich nicht mehr allzu lange mit dem Video warten wollte, tut es so lange auch dieses rote Coil Cable für 10 Euro von AliExpress. Natürlich ist dieses Kabel nicht so hochwertig wie ein richtiges Custom Cable von CableMod beispielsweise, aber es sieht auch schon deutlich schöner aus als dieses Standardkabel. Es erfüllt seinen Zweck und es ist wenigstens günstig. Das ist es, meine Freunde. Das ist mein fertig gebautes Custom Keyboard. Die Nextline 75 mit Looped Stabilizern, Looped Echo Vintage White, Tape und Foam modded und hochwertigen Monster Keycaps für einen Preis von ca. 150 Euro. Auch wenn es für mich noch etwas ungewöhnlich ist, eine Tastatur zu haben, die sich mehr auf die Farben der Keycaps statt auf die RGB-Beleuchtung fokussiert, ist das Endergebnis wirklich schön geworden. Und falls man die Farben doch nicht feiert, gibt es mehr als genug andere Alternativen. Es folgt jetzt erstmal ein Soundtest, außerdem noch ein Vergleich mit den Looped Echo Matcha Greens und Echo Jelly Black Switches. Und danach rede ich noch ein wenig über die Nextline 75 generell und ob sie sich lohnt oder ob es bessere Alternativen gibt. Also, let's go! Ich weiß nicht, ob der Sound durch das Mikrofon gut rübergebracht wird, aber es klingt wirklich extrem gut. Mit allen Switches, die ich getestet habe. Hier haben die ganzen Mods und auch das Gasket Mounted gute Arbeit geleistet. Was ist denn jetzt aber mit der Nextline 75? Ist das wirklich ein gutes Custom Keyboard für ca. 70 Euro? Aus meiner Sicht definitiv. Der ganze Body ist zwar nur aus Kunststoff, das ist aber quasi bei allen Keyboards so in dieser Preisklasse. Und klar, es gibt auch Alternativen, wie die GK61X, die Gamma K LK67 oder die FEKA IK75, welche fast schon dieselbe Tastatur ist, aber trotzdem hat die Nextline 75 eine einzigartige Ausstattung mit diesem Lautstärkerädchen, der Gasket Mount oder auch der einfache Zusammenbau. Dann die große Farbauswahl, bei der jeder was Passendes finden sollte. Und auch die Beleuchtung ist wirklich schön. Für den Preis ist sie wirklich ein sehr gutes Einsteiger-Custom-Keyboard. Was im Übrigen nicht heißt, dass nicht auch dieses Keyboard sehr hochwertig ist, nur weil es für ein Custom-Keyboard noch im Low-Budget-Bereich ist. Heißt dann noch lange nicht, dass es minderwertig ist. Für alle, die also auf der Suche nach einer verhältnismäßig günstigen Custom-Tastatur sind, mit einem 75% Layout, vielleicht ist die Nextline 75 ja was für euch. Solltet ihr Interesse haben, findet ihr alles, was ihr für diesen Bild braucht, in der Videobeschreibung. Das Video war wirklich sehr aufwendig und ich denke, man sieht das auch in der Länge. Also lasst ein Like da, wenn es gefallen hat. Sagt mir auch gerne, wie ihr dieses Keyboard findet
Und ansonsten sieht man sich hoffentlich beim nächsten Video. Ciao. Damn right, yeah, I love my town. LA, baby, put it down. Everybody wanna come around. If you don't love Cali, then you don't love at all. And you never seen love, cause this where those birds fall. Like falling out on top. Come with Jesse, baby, cause I call those shots. And I'm dropping those tops, and I'm rocking those spots. And I'm